Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Liebe Schwestern und Brüder, wir feiern heute Weißer Sonntag und das Fest der Barmherzigkeit. Weißer Sonntag und Sonntag der Barmherzigkeit. Wohngemeinde, die Gottes Barmherzigkeit feiert. Wir wollen gerne miteinander diese Messe feiern. Aber es geht auch nicht heute nach dem Ostern. Aber verbunden wir miteinander geistlich, begehen wir diese heilige Messe und rufen sein Erbarmen. Herr Jesus Christus, erfülle unsere Herzen mit deinem Licht. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Herr Jesus Christus, geleite uns durch das Leben mit deiner Freude. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Herr Jesus Christus, begegne uns und hilf uns glauben. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, erlasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Ehre sei Gott in der Höhe. Ehre sei dir, unserem Gott, Friede soll unter uns Menschen sein, Frieden, der dich, unseren Schöpfer, preist, Gloria, 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 Gloria. Ehre sei dir, unserem Gott, Christus, Lamm Gottes, erbarme dich. Du nimmst die Sünde der Welt hinweg. Gloria, 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 Gloria. Ehre sei dir, unserem Gott, denn du allein bist der Heilige. Du gibst das Leben durch deinen Geist. Gloria, 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 Gloria. Lasset uns beten. Barmherziger Gott, durch die ehrliche Osterfeier
erneuerst du den Glauben deines Volkes. Lass uns immer tiefer erkennen, wie heilig das Bad der Taufe ist, das uns gereinigt hat. Wie mächtig dein Geist, aus dem wir wiedergeboren sind, und wie kostbar das Blut, durch das wir erkauft sind. Darum bitten wir, durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus der Apostelgeschichte. Die Gläubigen hielten an der Lehre der Apostel fest und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den Gebeten. Alle wurden von Furcht ergriffen und durch die Apostel geschahen viele Wunder und Zeichen. Und alle, die glaubten, waren an demselben Ort und hatten alles gemeinsam. Sie verkauften Hab und Gut und teilten davon allen zu, jedem so viel, wie er nötig hatte. Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel, brachen in ihren Häusern das Brot und hielten miteinander Mahl, in Freude und Lauterkeit des Herzens. Sie lobten Gott und fanden Gunst beim ganzen Volk. Und der Herr fügte täglich ihrer Gemeinschaft die hinzu, die gerettet werden sollten. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Sag Dank dem Herrn, denn er ist gütig und seine Huld währt ewig. So soll Israel sagen, denn seine Huld währt ewig. So sollen sagen, die den Herrn fürchten, denn seine Huld währt ewig. Sag Dank dem Herrn, denn er ist gütig und seine Huld währt ewig. Meine Stärke und mein Lied ist der Herr. Er ist für mich zur Rettung geworden. Schall von Jubel und Rettung in den Zelten der Gerechten. Die Rechte des Herrn, Taten der Macht vollbringt sie. Sag Dank dem Herrn, denn er ist gütig und seine Huld währt ewig. Ein Stein, den die Bauleute verwarfen, er ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn her ist dies gewirkt, ein Wunder in unseren Augen. Sagt Dank dem Herrn, denn er ist gütig und seine Huld währt ewig. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen jubeln und uns über ihn freuen. Mein Gott bist du, dir will ich danken. Mein Gott bist du, dich will ich erheben. Sagt Dank dem Herrn, denn er ist gütig und seine Huld währt ewig. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Petrus. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns in seinem großen Erbarmen neu gezeugt, zu einer lebendigen Hoffnung, durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unzerstörbaren, makellosen und unvergänglichen Erbe, das im Himmel für euch aufbewahrt ist. Gottes Kraft behütet euch durch den Glauben, damit ihr die Rettung erlangt, die am Ende der Zeit offenbart werden soll. Deshalb seid ihr voll Freude, wenn es auch für kurze Zeit jetzt sein muss, dass ihr durch mancherlei Prüfungen betrübt werdet. Dadurch soll sich eure Standfestigkeit im Glauben, die kostbarer ist als Gold, das im Feuer geprüft wurde und doch vergänglich ist, herausstellen. Zu Lob, Herrlichkeit und Ehre bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn habt ihr nicht gesehen,
und dennoch liebt ihr ihn. Ihr seht ihn auch jetzt nicht, aber ihr glaubt an ihn und jubelt, in unaussprechlicher und von Herrlichkeit erfüllter Freude, da ihr das Ziel eures Glaubens empfangen werdet, eure Rettung. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Halleluja, Jesus lebt, Jesus lebt, Jesus lebt. Halleluja, Jesus lebt. So spricht der Herr, weil du mich gesehen hast, Thomas, glaubst du. Selig sind die nicht sehen und doch glauben. Halleluja, Jesus lebt, Jesus lebt, Jesus lebt. Halleluja, Jesus lebt. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden bei verschlossenen Türen beisammen waren, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist. Denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, denen ihr sie behaltet, sind sie behalten. Thomas, der Didymus genannt wurde, einer der 12, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Die anderen Jünger sagten zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen: Wenn ich nicht das Mal der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meinen Finger nicht in das Mal der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. 8 Tage darauf waren seine Jünger wieder drinnen versammelt und Thomas war dabei. Da kam Jesus bei verschlossenen Türen, trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas: Streck deinen Finger hierher aus und sieh meine Hände. Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sagte zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Jesus sagte zu ihm: Weil du mich gesehen hast, glaubst du? Selig sind die nicht sehen und doch glauben. Noch viele andere Zeichen hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan, die in diesem Buch nicht aufgeschrieben sind.
Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder, die ersten Christen haben viele Menschen in der ganzen Welt für Christus gewonnen. Ohne moderne Kommunikationsmittel wie Facebook, WhatsApp oder moderne Verkehrsmittel. Die Antwort kann sein, dass sie eins waren. Davon haben wir heute in der Lesung gehört. Die ersten Christen redeten nicht nur von Einheit, sondern sie lebten auch die Einheit. Die Einheit ist ein großes Zeugnis für die Welt. Diese Einheit hörte nicht dort auf, wo bei uns oft die Einheit aufhört, nämlich beim Geldbeutel. Es heißt von den ersten Christen, sie hatten alles gemeinsam. Sie hatten keinen Notleidenden in ihrer Mitte. Sie haben jedem zugeteilt, was er nötig hatte. Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir die Darstellung dieser ersten Gemeinde mit der Kirche von heute vergleichen, dann ist der Unterschied doch gewaltig. Die heutige Lesung nennt 4 Kennzeichen dieser ersten Gemeinde. Die Lehre der Apostel, die Gemeinschaft der Gläubigen, das Brotbrechen und das Gebet. Die Lehre der Apostel heißt, die Apostel versuchten mit ihrem ganzen Leben Jesus nachzufolgen. Sie wollten so leben, handeln und lehren wie Jesus. Sie waren Vorbilder. Die ganze Gemeinde legte Zeugnis ab. Und so gewann Menschen für Jesus. Denn die Gemeinschaft der Gläubigen, sie verkauften ihr Gut und gaben davon allen, jedem so viel, wie er nötig hatte. Sie hatten alles gemeinsam und teilten unter ihnen. Das dritte Kennzeichen ist das Brotbrechen. Die ersten Christen versammelten sich in ihren Häusern und haben miteinander das Mahl der Freude und Einheit gehalten. Sie haben ihr Brot geteilt. Das Mahl schafft Gemeinschaft zwischen Menschen
und mit dem Auferstandenen. Das vierte Kennzeichen ist das Gebet. Für die ersten Christen hatte das gemeinsame Beten eine große Bedeutung. Jede Gemeinschaft, jede Gemeinde lebt auch heute aus dem gemeinsamen Gebet. Für mich allein kann ich kein Christ sein. Gott lädt die Menschen ein, sein heiliges Volk zu sein. Heute, in dieser schwierigen Zeit, sind wir auch angehalten, gemeinsam in der Familie, als Gemeinschaft Hauskirche zu feiern, wie damals, und das ist gut auch. Es lässt wieder dieses gemeinsame Auferstehen, das Miteinander, so lassen wir zu Hause und wir hier in die Kirche wieder das Gebet, wieder Mittelpunkt unseres christlichen Lebens werden. Damit verkünden wir den auferstandenen Jesus in unserem Alltag. Gott ist mit euch. Gott ist mit uns. So wird Jesus auch zu uns sagen: Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Liebe Schwestern und Brüder, wir sind selig. Wir glauben unseren Herrn Jesus Christus. So auch bekennen wir unser Glaube gemeinsam. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir sind heute verbunden mit vielen Menschen, die ein Gebet sprechen, einsam in einer Gruppe, in einem virtuellen Raum. Wir rufen dich an, Gott, unser Vater, unsere Mutter. Wir denken an die schwierigen Abwägungen, Beschränkungen zu lockern. Hilf denen, die Zahlen analysieren und Entscheidungen treffen, kluge Wege zu öffnen. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir denken an die vielen ungeduldig wartenden Menschen. Hilf ihnen, liebevoll und vorsichtig mit neuen Freiheiten umzugehen. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir denken an die bedrohten Menschen in Krisengebieten und Flüchtlingslagern. Hilf uns, nicht nur die eigene angespannte Situation zu sehen, sondern Solidarität zu üben. Wir bitten dich, erhöre uns.
Wir denken an die Menschen, die mit der Not Geschäfte machen. Hilf uns, diesen entgegenzutreten. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir denken an die einsamen und verlassenen Menschen. Hilf ihnen, den Mut nicht zu verlieren. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir denken an die Menschen, die sterben müssen. Nimm sie in deinen Arm. Wir bitten dich, erhöre uns. Viele Gedanken kommen nicht zur Ruhe. Gewohnt über allen Dingen zu stehen, fürchten wir, unter die Rede zu kommen. Schenke uns den Mut der Apostel, die Kraft der Gemeinschaft, den Geschmack von Brot und ein Herz voller Gebet. Amen. Setz dich ganz für uns ein, bis zum lebendigen Bad. Du setzt dich ganz für uns ein, bis zum lebendigen Bad. Denn du bist der Heilige, der höchste König. Lob sei dir, Herr Jesus Christ. Denn du bist der Heilige, der höchste König. Lob sei dir, Herr Jesus Christ. Du gibst dich hin in der Not, bis zum lebendigen Brot. Du gibst dich hin in der Not, bis zum lebendigen Brot. Denn du bist der Retter, Erlöser, Sieger. Dank sei dir, Herr Jesus Christ. Denn du bist der Retter, Erlöser, Sieger. Dank sei dir, Herr Jesus Christ. Betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Der Herr nehme das Opfer an aus deinen Händen, zum Lob und Ruhm seines Namens, zum Segen für uns und seine ganze heilige Kirche. Gott, du hast deinem Volk durch das Bekenntnis des Glaubens und den Empfang der Taufe neues Leben geschenkt. Nimm die Gaben deiner Gläubigen gnädig an und lass uns in dir Seligkeit und ewiges Leben finden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater, immer und überall zu danken, diesen Tag aber aufs Höchste zu feiern, da unser Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus. Denn er ist das wahre Lamm, das die Sünde der Welt hinwegnimmt.
Durch seinen Tod hat er unseren Tod vernichtet und durch seine Auferstehung das Leben neu geschaffen. Darum jubelt heute der ganze Erdkreis in österlicher Freude. Darum preisen dich die himmlischen Mächte und die Chöre der Engel und singen das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche das Hochfest der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Durch ihn, der zu deiner Rechten erhöht ist, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus,
Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Josef und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in der Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen, von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird. In der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei der Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir heißen Kinder Gottes und sind es. Darum beten wir voll Vertrauen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Am Ostertag
trat Jesus in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und Tod, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Gebt einander ein Zeichen des Friedens. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Es gibt bedingungslose Liebe, die alles trägt und nie vergeht, und unerschütterliche Hoffnung, die jeden Test der Zeit besteht. Es gibt ein Licht, das uns den Weg weist, auch wenn wir jetzt nicht alles sehen. Es gibt Gewissheit unseres Glaubens, auch wenn wir manches nicht verstehen. Es gibt Versöhnung selbst für Feinde und echten Frieden nach dem Streit, Vergebung für die schlimmsten Sünden, ein neuer Anfang jederzeit. Es gibt ein ewiges Reich des Friedens, in unserer Mitte lebt es schon, ein Stück vom Himmel hier auf Erden, in Jesus Christus, Gottes Sohn. Er ist das Zentrum der Geschichte, er ist der Anker in der Zeit. Er ist der Ursprung allen Lebens und unser Ziel in Ewigkeit. Und unser Ziel in Ewigkeit. Es gibt die wunderbare Heilung, die letzte Rettung in der Not. Und es gibt Trost in Schmerz
Es gibt Gerechtigkeit für alle, für unsere treue ewigen Lohn. Es gibt ein Abendmahl für immer mit Jesus Christus, Gottes Sohn. Er ist das Zentrum der Geschichte, er ist der Anker in der Zeit, er ist der Ursprung allen Lebens und unser Ziel in Ewigkeit, und unser Ziel in Ewigkeit. Er ist das Zentrum der Geschichte, er ist der Anker in der Zeit, er ist der Ursprung allen Lebens und unser Ziel in Ewigkeit, und unser Ziel in Ewigkeit. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, im heiligen Sakrament haben wir den Leib und das Blut deines Sohnes empfangen. Lass diese österliche Gabe in uns weiterwirken und fruchtbar sein. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gehen wir in seinen Frieden. Halleluja, Halleluja. Dank sei Gott dem Herrn. Halleluja, Halleluja. So geht denn hinaus ins Leben der Welt. Ihr wisst ja, ihr geht nicht allein. Dort, wo ihr seid, soll Friede sein. In Liebe lasst spüren mein Reich. Ihr sollt ein Segen, sollt Güte, sollt Hoffnung sein für ein Leben in Fülle, meine Zeugen sein. Meine Hände, mein Mund sollt ihr sein. Geht wie ein Hirt verlorenem nach, verwundet, es macht wieder Halt. Wo Traurige sind, sucht Tröster zu sein. In den Ärmsten bin ich unter euch. Ihr sollt ein Segen, sollt Güte, sollt Hoffnung sein für ein Leben in Fülle, meine Zeugen sein. Meine Hände, mein Mund sollt ihr sein. So geht euren Weg durch Wüsten und Sand. Die Quellen soll Zeichen euch sein. Ich geh mit euch dem Sternhimmel gleich. Mein Leben für euch ist so reich. Ihr sollt ein Segen, sollt Güte,